Herzlich willkommen zu Wippels Wunderwelt, ein kleines Porträt meiner Modellbahnanlage. Die Anlage befindet sich in einem Raum unter dem Dach mit Dachschrägen auf beiden Seiten. Die Breite der Anlage beträgt 6,2 Meter, die Länge auf der langen Seite des Raums 5,91 Meter. Durch den Schornstein musste der Raum auf einer Seite abgeschrägt werden, somit ist die kurze Länge nur 4,6 Meter. In der Schräge befindet sich auch der Zugang. Nachdem die Anlage so weit aufgebaut war, wurde die Anzahl der Schattenbahnhofsgleise zu gering. Daraufhin wurde eine befahrbare Vitrine für den Vorraum geplant und gebaut. Diese ist über einen Wanddurchbruch hinter dem Schornstein mit der Anlage verbunden. Die Anlage selbst besitzt 3 Bahnhöfe und mit der Vitrine 6 Schattenbahnhöfe. Die Bahnhöfe sind der Hauptbahnhof, der Bahnhof Bergdorf und der Bahnhof Schwarzwalddorf. Weiterhin sind ein Bahnbetriebswerk und ein Industriegebiet vorhanden. Die gelbe Fläche stellt den begehbaren Bereich der Anlage dar. Die Anlage hat zurzeit 427,7 Meter Gleis, 149 Weichen, 21 Doppelkreuzungsweichen und 14 Dreiwegeweichen. 484 Rückmeldekontakte zur Steuerung sind verbaut. Es sind 87 Dampfloks, ein Dampftriebwagen, 37 Elektroloks, 9 Elektrotriebwagen, 19 Dieselloks und 13 Dieseltriebwagen vorhanden. Weiterhin 247 Personenwagen und 405 Güterwagen. Das Rollmaterial stammt zu 100% aus dem Hause Märklin. Der Hauptbahnhof ist als Trennungsbahnhof einer zweigleisigen Hauptstrecke mit eingleisiger Nebenstrecke ausgeführt. Die Strecke führt aus Richtung Gebirge in den 7-gleisigen Bahnhof. Die Gleise 1 bis 3 führen zum linken Anlagenschenkel mit Bahnbetriebswerk. Gleis 4 bis 7 umrunden auf dem mittleren Anlagenschenkel das Industriegebiet. Die eingleisige Nebenstrecke führt zunächst parallel zur Hauptstrecke nach oben zum Bahnhof Schwarzwalddorf. Die Nebenstrecke kann nur von Gleis 1 und 2 befahren werden. Alle Gleise, die nicht in ein Streckengleis münden, haben Schutzweichen mit kurzen Abstell- bzw. Auszugsgleisen. Am linken Abstellgleis von Gleis 4 liegt die Fahrradmeisterei. Es sind 17 Weichen, 14 Entkupplungsgleise und 37 Rückmeldungen.
Der Bahnhof Bergdorf ist mit 90 cm über Eben Null der höchstgelegene Bahnhof der Anlage. Die Durchfahrt kann von beiden Seiten erfolgen. Der Bahnhof besitzt 2 Gleise mit einem Mittelbahnsteig und einem kurzen Hausbahnsteig an Gleis 1. Weiterhin ist ein Ladegleis mit Laderampe vorhanden. Die Zufahrt erfolgt vom Gleisdreieck oder vom Bahnhof Schwarzwalddorf. Eine Verteilerweiche entscheidet über die Durchfahrtsrichtung. Die Züge fahren im Anschluss Richtung Gleisdreieck oder Bahnhof Schwarzwalddorf zurück. Es sind 6 Weichen und 16 Rückmeldekontakte verbaut. Der Bahnhof Schwarzwalddorf liegt an einer eingleisigen Nebenstrecke und hat 2 Gleise mit Mittelbahnsteig. Das rechte Gleis verbindet den Bahnhof mit dem Bahnhof Bergdorf. Das linke Gleis führt in einer Schleife über ein Viadukt in einen Tunnel, der unter dem Bahnhof hindurch zum Hauptbahnhof führt. Die hell dargestellten Gleise liegen im Tunnel. Im Bahnhof sind Zugkreuzungen möglich, es sind 2 Weichen und 16 Rückmeldekontakte verbaut. Das Bahnbetriebswerk besitzt eine dreigleisige Zufahrt. 2 dieser Gleise sind Behandlungsgleise. Gleich nach der Einfahrt befinden sich Untersuchungsgruben. Im Anschluss folgen Bekohlung, Entschlackung mit Wasserkränen, Besandung und ein Rohrblasegerüst. Am 3. Gleis befindet sich eine Öl- und Dieseltankstelle. Über eine Drehscheibe geht es zu einem 9-ständigen Lokschuppen, einer Werkstatt oder einem Außenabstellgleis. Das Ausfahrtsgleis wird auch über die Drehscheibe angefahren. Es sind 6 Weichen, eine Drehscheibe und 58 Rückmeldekontakte verbaut. Das Industriegebiet hat seine Zufahrt vom rechten Weichenfeld des Hauptbahnhofs. Um alle 4 Anschlussgleise bedienen zu können, sind Sägefahrten notwendig. Das Gleis nach rechts führt zu einem Steinbruch, die anderen 3 zu Industriebetrieben. Es sind 3 Weichen und 13 Rückmeldekontakte verbaut. Die Paradestrecke vom Gebirge zum Hauptbahnhof liegt zum größten Teil im verdeckten Bereich. Lediglich die schwarzen Gleise sind später noch sichtbar. Die Strecke führt vom Hauptbahnhof durch die 8 zur Bietstahlbrücke. Eine Strecke vom Schattenbahnhof 1 kommend mündet in die Aufwärtsstrecke. Ebenso gibt es einen Abzweig, der über eine Gefällstrecke zurück zu Schattenbahnhof 3 führt. Es sind 2 Weichen und 18 Rückmeldekontakte verbaut. Die Paradestrecke am Bahnbetriebswerk verbindet die Gleise 1 bis 3 des Hauptbahnhofs mit den Schattenbahnhöfen. In der Kurve zweigen die Anschlussgleise des Bahnbetriebswerks von der Strecke ab. Es sind 3 Weichen und 13 Rückmeldekontakte verbaut. Die Paradestrecke am Industriegebiet verbindet die Gleise 4 bis 7 des Hauptbahnhofs mit den Schattenbahnhöfen. Durch die Wechselweichen in der Bahnhofsausfahrt können alle 4 Gleise in beide Richtungen befahren werden. Der Bypass oben im Bild macht ein Umfahren des Schattenbahnhofs 3 möglich. Es sind 6 Weichen und 16 Rückmeldekontakte verbaut. Der Schattenbahnhof 1 befindet sich unterhalb der Bergregion. Die Zufahrt erfolgt von der Gleiswendel unterhalb des Bahnhof Bergdorfes. Eine Weiche erlaubt die Weiterfahrt zur Schattenbahnhof 2. Die Ausfahrt kann in 3 Richtungen erfolgen. Der erste Abzweig führt Richtung Schattenbahnhof 3 bzw. Hauptbahnhof. Die zweite Ausfahrt führt über eine Steigung zur Paradestrecke Gebirge. Die letzte Ausfahrt führt wieder zur Gleiswende. In diese Strecke mündet eine Verbindung von Schattenbahnhof 3. Der Schattenbahnhof besitzt 8 Gleise mit 7 Abstellplätzen, die Längen zwischen 194 und 322 cm haben. Gleis 6 ist ein reines Durchfahrtsgleis, es sind 17 Weichen und 24 Rückmeldekontakte.
Der Schattenbahnhof 2 befindet sich direkt unterhalb von Schattenbahnhof 1. Die Zufahrt erfolgt von der Trennungsweiche nach der Gleiswendel. Die Ausfahrt erfolgt entweder zu Schattenbahnhof 4 oder zur Gleiswendel. In die letztgenannte Strecke mündet auch eine Verbindung von Schattenbahnhof 4. Der Schattenbahnhof besitzt 11 Gleise mit 12 Abstellplätzen, die Längen zwischen 38 und 185 cm haben. Es sind 15 Weichen und 30 Rückmeldekontakte verbaut. Der Schattenbahnhof 3 befindet sich unter dem Hauptbahnhof. Die Zufahrt erfolgt vom Hauptbahnhof, den Schattenbahnhöfen 1, 4, 5 und 6 oder der Paradestrecke Gebirge. Die Ausfahrt erfolgt zum Hauptbahnhof, zur Gleiswendel oder den Schattenbahnhöfen 4, 5 und 6. Der Schattenbahnhof besitzt 14 Gleise mit 14 Abstellplätzen, die Längen zwischen 147 und 191 cm haben. Es sind 24 Weichen und 38 Rückmeldekontakte verbaut. Der Schattenbahnhof 4 befindet sich direkt unter dem Schattenbahnhof 3. Die Zufahrt erfolgt vom Schattenbahnhof 3, die Ausfahrt erfolgt zur Gleiswendel oder dem Schattenbahnhof 4. In diese mündet noch ein Verbindungsgleis von Schattenbahnhof 2. Der Schattenbahnhof besitzt 12 Gleise mit 14 Abstellplätzen, die Längen zwischen 74 und 452 cm haben. Es sind 17 Weichen und 34 Rückmeldekontakte verbaut. Der Schattenbahnhof 5 befindet sich unter dem Bahnbetriebswerk. Die Zufahrt erfolgt gemeinsam mit den Zufahrten für Schattenbahnhof 4 und 6 aus Richtung Hauptbahnhof. In der Zufahrt zweigt noch die Zufahrt für Schattenbahnhof 6 ab. Die Ausfahrt führt eine Ebene nach oben zu Schattenbahnhof 3 bzw. im Hauptbahnhof. Hier fädelt sich auch wieder die Ausfahrt von Schattenbahnhof 6 ein. Der Schattenbahnhof besitzt 6 Gleise mit 8 Abstellplätzen, die Längen zwischen 58 und 145 cm haben. Beim Schattenbahnhof 6 handelt es sich um eine befahrbare Vitrine, die sich im Vorraum des Anlagenraumes befindet. Im Endausbau können 15 Ebenen mit je 8 Gleisen in Betrieb gehen. Je Ebene sind bis zu 20 Abstellplätze möglich, in denen mehrere Züge hintereinander im Gleis stehen. Die Länge der Abstellplätze liegt zwischen 31 und 240 cm. In jeder Ebene sind 12 Weichen und bis zu 32 Rückmeldekontakte verbaut. Das Gleisdreieck mit der Bietstahlbrücke und die direkt darunter befindliche dreistöckige Gleiswendel verbinden den Hauptbahnhof, den Bahnhof Bergdorf und die Schattenbahnhöfe. Die Zufahrt kann aus allen Richtungen erfolgen. Die Ausfahrt erfolgt dann in eine der beiden anderen. Züge können dort auch durch Pendelfahrten gewendet werden und fahren dann wieder zurück. Es sind 6 Weichen und 20 Rückmeldekontakte verbaut. Die Zu- und Ausfahrtvitrine verbindet die Vitrine mit der Anlage. Die Vitrine befindet sich im Anlagenvorraum. Somit waren 2 Wanddurchbrüche in Form von Tunnels nötig, um die Verbindung herzustellen. Da die Planung hierzu erst während des Baus der Anlage erfolgte, mussten auch zahlreiche Spanten mit einem Durchbruch versehen werden. Die Zufahrt erfolgt über das untere Gleis und die rechte Gleiswendel, die Ausfahrt über die linke Gleiswendel und das obere Gleis. Zurzeit können 3 Ebenen der Vitrine angefahren werden, hierzu sind 12 Weichen und 33 Rückmeldekontakte verbaut. Und nun noch eine kleine Führerstandsmitfahrt von links kommend in den Bahnhof Bergdorf. Das war's und vielen Dank fürs Zusehen.